Der erste Eindruck ist entscheidend, auch im Onlinehandel. Hier sind es vor allem die Produktbilder, die für den Kunden oft ausschlaggebend sind. Sind die Bilder schlecht, ist der Kunde gleich wieder bei Google oder direkt bei der Konkurrenz. Onlinehändler brauchen gute Produktbilder, um die Kunden zu überzeugen. Doch nicht nur die User legen Wert auf schöne Bilder. Amazon fordert von seinen Marktplatzhändlern schon seit langem die Einhaltung von festgelegten Standards bei Produktbildern. Davon abgesehen, dass das Bild zum Produkt passen muss, verlangt Amazon auch, dass der Artikel exakt fokussiert und professionell ausgeleuchtet sein soll. Und das Produkt muss mindestens 85% der Bildfläche einnehmen. Weiterhin muss das Bild freigestellt bzw. der Hintergrund weiß sein. Übrigens, Amazon hat sich das Fotografieren von Personen und Objekten vor weißem Hintergrund tatsächlich patentieren lassen. Solche Anforderungen und der eigene Anspruch an perfekte Produktbilder stellen viele Onlinehändler vor Probleme. Wir sind bei dem Onlinehändler SchuhPlus in Dörfwerden in der Nähe von Bremen zu Besuch. Dort haben wir mit Strategy Management Director Georg Mahn über das Problem der Produktfotos gesprochen. Der Bereich der Produktfotografie ist natürlich selbsterklärend für einen Webshop sehr wichtig. Und gerade im Zuge unseres Wachstums haben wir gemerkt, dass wir hier ein deutliches Defizit haben, und zwar in der Zeit. Zeit ist sowieso ja das höchste Gut. Und vorher hatten wir die Grundsituation bei uns, dass wir jedes Bild sehr, sehr aufwendig darstellen mussten. Gerade das Thema Freistellen, das war immer sehr schwierig. Man muss ja immer, auf der einen Seite muss das Produkt gut aussehen, auf der anderen Seite darf der Zeitaufwand auch nicht so groß dafür sein und man will es auch nicht übertrieben darstellen, weil wenn man jetzt einen Schuh schöner darstellt, als er in Wirklichkeit ist, dann ist der Kunde nachher natürlich unzufrieden. Aber Zeit ist letztendlich das Ausschlaggebende gewesen. Wir haben sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, die Produkte einzeln zu bebildern, und das war ganz klar ein Faktor, den wir bei uns rationalisieren mussten, und so sind wir letztendlich dann auch auf den Alpha-Shot gekommen. Der Online-Schuhhändler ist ein alter Hase im Geschäft. Seit mittlerweile über 13 Jahren werden Schuhe übers Internet verkauft. Zu Beginn vor allem über eBay und den eigenen Online-Shop. Inzwischen verkauft das Unternehmen auf über 10 Plattformen und in ganz Europa, wie Geschäftsführer Kai Zimmer uns erklärt. Zum Punkto Internationalisierung, natürlich ist das auch ein Thema für uns. Wir bedienen ganz Europa logischerweise mit unseren Produkten. Logischerweise ist auch durch den eigenen Webshop, durch die .com-Domain sind wir, sag ich mal, ja schon offener, als wenn wir uns nur auf .de beschränken würden. Wir verkaufen sehr viel in Großbritannien, in Frankreich, aber auch Märkte wie Italien beispielhaft. Auch da haben wir Kunden. Das ganze europäische Ausland gehört dazu und ja, wie gesagt, die stärksten Kanäle im Ausland, da liegen wir wirklich bei Frankreich und Großbritannien. Das sind mit so unsere stärksten Umsatzkanäle dort. Im stationären Geschäft finden Kunden des übergroßen Schuhhändlers eine sehr große Auswahl. Sowohl Damen als auch Herren können hier ausgiebig stöbern. Doch die vielen Produkte müssen auch bebildert werden, damit sie online verkauft werden können. Um dem Problem Herr zu werden, hat sich SchuhPlus das Mini-Fotostudio AlphaShot von der Orbit Woo GmbH angeschafft. Bei einer Messe haben wir das Gerät gesehen. Und das hat mich persönlich dann auch sehr überzeugt. Aber dann habe ich auch gedacht, na, ob das so wirklich halt funktioniert. Dann haben wir uns glücklicherweise dann auch einmal in Berlin mit dem Hersteller da mal zusammengesetzt, weil wir wollten natürlich auch schon das Gerät dann testen. Und dann sind wir natürlich mit unseren Extremmodellen angekommen. Solche großen Dinger und so glänzend und weiß und so weiter. Um mal zu gucken, na, was kann der Vogel wirklich jetzt auch leisten. Aber er hat uns wirklich voll und ganz überzeugt. Oliver Wanderschek ist Country Manager der Orbit Woo GmbH, die ihren Hauptsitz in Polen hat. Schon vor Jahren hat sich das Unternehmen um die Ausstattung von Fotostudios mit Profi-Equipment gekümmert. Der Weg zur Entwicklung der AlphaShot war dabei von einem ganz logischen Schritt gelenkt. Die Idee der AlphaShot-Geräte war tatsächlich, die Produktfotografie so einfach wie möglich zu gestalten. Das heißt, irgendwas Kompaktes zu entwickeln, worin man vereint unter anderem die Beleuchtung, die normalerweise ein Profi-Fotostudio nur hat, dann halt die Kamera und sagen wir mal, das Hilfsmittel der heutigen Zeit, der Computer, und das alles mit einer Software bedienen zu lassen, die Kontrolle des Lichts, die Kamera und auch die Nachbearbeitung der Bilder, dass man die halt unheimlich schnell, unheimlich einfach dem Anwender zur Verfügung stellt. Die Bedienung der AlphaShot ist dabei sehr einfach. Gerät anstellen, Software starten, Produkt reinstellen und schon kann es losgehen. Georg Mahn erklärt uns, wie die Software funktioniert.
Der Schuh ist jetzt mittlerweile in dem Alpha-Shot platziert. Durch diesen blauen Rahmen hat man die Möglichkeit, die Bildgröße zu definieren, um einfach nachher auch zu schauen, passt es, weil das ist nachher wirklich der Bereich, der letztendlich auch fotografiert wird. Über diesen Button da vorne mit 360 Grad Schrift hat man jetzt die Möglichkeit, einmal das gesamte Produkt zu drehen und man sieht auch, passt, ja, hier ist noch ein bisschen viel Luft, das können wir reduzieren. Mal gucken, wie das hier aussieht, da können wir auch noch ein bisschen reduzieren. Jetzt geht er aber hier, sieht man schon nach unten hin, das heißt, den erweitern wir den Bereich. So sieht das also dann schon mal ganz gut aus. Das Bild ist jetzt die Queransicht. Bei Schuh Plus machen wir das grundsätzlich so, dass das auch das erste Bild in der Sequenz ist. Wenn man jetzt noch ein bisschen manuell anpassen möchte, kann man das über diesen einzelnen Button, jeweils 1 Grad, wird dann weiter sozusagen die Perspektive verschoben. Vorab in den Settings ist hier übrigens mit Dark gesetzt worden, dass es sich hierbei um ein dunkles Produkt halt handelt. Da werden dann schon die automatischen Settings geladen. Wenn man mit der Maus jetzt auf diesen Bereich sozusagen klickt, dann hört man es gleich auch, macht es Delete. Das bedeutet, der Fokus wurde gesetzt. Das funktioniert alles automatisch. Man hat aber auch über diese Button dann nachher letztendlich die Möglichkeit, den Fokus noch manuell zu steuern. So, die Ausgangslage sieht gut aus. Die Settings sind da. Dann können wir jetzt hier draufklicken und schon beginnt die 360 Grad Ansicht bzw. die Drehung, die jetzt erzeugt wird. Im Vorfeld ist eingestellt worden, wie viele einzelne Bilder man haben möchte. Man kann natürlich eine 360-Grad-Ansicht jetzt mit sehr, sehr vielen einzelnen Bildern machen oder auch mit wenigen. Bei uns ist das halt entsprechend Webshop optimiert, dass man nachher eine schöne, sanfte Umdrehung halt hat, die Details dargestellt werden, aber auch entsprechend der Speicherplatz nicht überansprucht wird. Die Alpha-Shot eignet sich prinzipiell für alle Produktgruppen und für Händler mit mehreren hundert Produkten, die zügig bebildert werden müssen. Durch das Gerät kann die Produktfotografie sehr stark automatisiert werden. Vor Anschaffung des Geräts benötigte man bei Schuh Plus durchschnittlich 20 Minuten, bis ein Produkt für den Webshop aufbereitet war. Die Zeit jetzt liegt mittlerweile bei 2 bis 3 Minuten. Aber neben der Zeitersparnis bietet die Alpha-Shot noch einen weiteren Vorteil, gerade in Hinsicht auf die Amazon-Produktabbildungsstandards. Wir haben einen sehr hohen Grad der Automatisierung erfahren können und was wirklich sehr schön ist, gerade durch die Marktplatzanbindung ist es natürlich so, dass wir immer die identischen reproduzierbaren Settings letztendlich setzen müssen. Also der Schuh darf nicht einmal so sein, dann mal so und dann mal so, sondern es sind natürlich Standards, die man immer wieder erfüllen muss und dadurch können wir einfach durch vorprogrammierte Sequenzen, können wir ein Produkt immer wieder letztendlich in den Bewegungen reproduzieren und das hat einen enormen Grad an Schnelligkeit bei uns gebracht. Perfekte Produktbilder, eine 360-Grad-Ansicht. Kunden erhalten auf dem Online-Shop von Schuh Plus einen guten Eindruck von den Produkten. Auch wenn die Anschaffung der Technik natürlich mit Kosten verbunden war, war es eine Investition in die Zukunft des Unternehmens.